Jetzt aktuell die höchste Achterbahn der Welt, die zweitschnellste Achterbahn der Welt, vor über 20 Jahren eröffnet als schnellste und höchste Achterbahn der Welt und jetzt komplett vermurkst durch einen Umbau und eine Verbesserung. Darüber reden wir heute in diesem Video. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Retro Video Magazin mit einem neuen Video meinerseits und meinem Review zu Top Thrill 2. Eine Achterbahn, über die wir hier schon mal gesprochen haben, aber da hieß sie noch Top Thrill Dragster. Und das Ganze ist ziemlich verworren, ziemlich komplex und ziemlich viel, über das wir heute sprechen müssen. Wir gehen das jetzt aber auch Step by Step durch, eingeteilt in kleine Kapitel, wo ihr vielleicht auch durchskippen könnt, wenn ihr irgendwas schon wisst oder nicht. Ich versuche alle abzuholen und niemanden, der sich ein bisschen auskennt, zu langweilen. Und wir reden, wie gesagt, heute über Top Thrill 2, eine neue Achterbahn im Freizeitpark Cedar Point. Der Ursprung: 2003 als höchste und schnellste Achterbahn eröffnet, gab es dann die Achterbahn Top Thrill Dragster von Intamin Amusement Rides aus Liechtenstein, einen sogenannten Accelerator Coaster, also eine Katapultstart-Achterbahn mit einem Hydraulik-Lounge. Die Achterbahn ist 128 Meter hoch und hat dann nach dem obersten Punkt eine Abfahrt von 122 Metern. Die heute übrigens zweithöchste Achterbahn, weil das ja gerade die höchste Achterbahn der Welt ist Red Force mit 112 Metern Höhe und steht in Spanien. Die Geschwindigkeit von 193 km/h von Top Thrill Dragster war damals auch der absolute Rekord und 2003 die schnellste Achterbahn der Welt. Die 193 km/h wurden aber auch nicht nur 2 Jahre später von King-Dakar gerissen, sondern auch heute noch steht eine Achterbahn mit 240 km/h da drüber. Formula Rossa in der Ferrari World Abu Dhabi ist seit 2010 die schnellste Achterbahn der Welt. Und zum Vergleich 2003, wo man Top Thrill Dragster eröffnet hat, war die schnellste Achterbahn Superman Escape from Krypton aus dem Six Flags Magic Mountain mit einer Spitzengeschwindigkeit von 161 km/h. Wie der Name Top Thrill Dragster es auch erahnen lässt, war das Thema dieses Top Fuel Drag Racing, also Viertelmeile-Rennen in diesen Dragstern. Schnell beschleunigen, schnell abbremsen, fertig. Das beschreibt auch die Fahrt ganz gut. Top Thrill Dragster hatte übrigens 6 Züge. Die Züge waren auch so gestaltet wie Dragster-Fahrzeuge mit so einer langen, spitzen Schnauze und vor allem mit einem riesigen Flügel hinten drauf und noch viel größeren Rädern hinten drauf. Das ist später aber wieder zurückgebaut worden und dafür wurden nochmal 2 Sitzplätze mehr eingebaut. Und auch so war Top Thrill Dragster für mich super ikonisch und eine Bahn, die ich sehr, sehr, sehr gefeiert habe und auch viel besser fand als zum Beispiel King-Dakar, obwohl King-Dakar höher und schneller war. Aber dieser Startsound an der Startposition, dieses Geglucker, dann die Ampel, die da war, die Arms-Down-Durchsagen, das neben der Tribüne, das ganze Flair und Feeling fand ich super gut und hat sehr gut gepasst und hat eine sehr geile Stimmung meiner Meinung nach aufgebaut. Und der Abschuss durch den Hydraulik-Lounge war auch nicht von schlechten Eltern, denn es ging von 0 auf 193 km/h in 3,8 Sekunden. Das war schon wild, deswegen sollten die Ärmchen auch unten bleiben. Wie so ein Hydraulik-Lounge funktioniert, haben wir euch schon mal in einem Video gezeigt und erklärt. Das verlinke ich euch auch sehr gerne hier noch einmal am Beispiel von Desert Race im Heidepark, was vom selben Hersteller vom Prinzip die gleiche Achterbahn ist. Wie das Ganze funktioniert, nur ein bisschen überdimensionierter bei Top Thrill Dragster und wirklich, da wird wirklich Hass reingebracht, um den in Energie umzuwandeln, der dann einfach so einen tonnenschweren Zug so schnell beschleunigt. Und nach dem Schnellbeschleunigen geht es halt nur geradeaus, es geht gerade nach oben und um 90 Grad eingedreht geht es um 90 Grad nochmal um diese Kuppe und dann in einem 270 Grad Spiral-Drop wieder nach unten. Das alles im 90 Grad Winkel, wie gesagt. Und dann fährt man auch schon wieder in die Schlussbremse. Dann gab es für Top Thrill Dragster 2 Einstiegspositionen und davon nochmal separiert die Ausstiegsposition. Und so hat man pam, 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 pam die 6 Züge ständig konsequent durchschießen können. Und ich habe jetzt gerade ja auch King-Dakar ab und zu schon mal erwähnt. Das war vom Prinzip her eine sehr ähnliche Achterbahn, nur ein bisschen anderes Stationssystem und anderes Rückhaltesystem. Man hatte jetzt nicht mehr den Schoßbügel, sondern einen Over-the-Shoulder-Bügel, wie ihr den von
Desert Race kennt. Und man hat Kingda Ka 2 Jahre später eröffnet und beide Rekorde eingestellt. Einmal die Höhe, einmal die Geschwindigkeit. 139 Meter hoch und es ging von 0 auf 206 km/h in 3,5 Sekunden. Das Ende von Top Thrill Dragster war nicht, dass die Rekorde eingestellt wurden, sondern am 15. August 2021 kam es zu einem Zwischenfall, bei dem ein Metallteil von der Bahn runterfiel und einen wartenden Gast am Kopf getroffen hat, der daraufhin natürlich logischerweise schwer verletzt wurde. Man ist erst davon ausgegangen, dass sich irgendwie ein Metallteil vom Zug gelöst hat, aber es war wohl eine Schraube von den Flaggenhaltern. Statt die Bahn zu überarbeiten, instand zu setzen oder irgendwas anderes zu tun, was die Vorgaben gewesen wären, wurde die Bahn aber erstmal dauerhaft geschlossen. Nach dem Vorfall direkt wurde die Bahn geschlossen, dann gab es die Untersuchung und die Bahn blieb erst einmal geschlossen und man hat nicht diese Veränderungen vorgenommen oder Reparaturen vorgenommen, die dann vorgesehen waren. Trotz allem weiß ich nicht, wie das funktioniert. Eigentlich, das müsste ja irgendwo vom Top-Head runtergefallen sein aus dem Bereich und da steht man eigentlich nicht an, so wie ich das in Erinnerung habe. Keine Ahnung, wie das funktioniert hat. By the way, gab es in der Nacht vor dem Vorfall bei der Bahn eine Inspektion, bei der keine Unregelmäßigkeiten aufgetreten sind. Nichtsdestotrotz blieb die Bahn für 2 Saisons geschlossen und man hat im September 2022 angekündigt, dass die Bahn, so wie man sie kennt, auch nicht mehr eröffnen wird. Das war dann die offizielle Ansage von Cedar Point. Das ist, by the way, auch wenn wir es glaube ich schon erwähnt haben, der Freizeitpark, in dem diese Bahn steht. Dieser befindet sich in der Stadt Sandusky im Bundesstaat Ohio in den USA. Müsst ihr auf jeden Fall mal hin, wenn ihr da noch nicht gewesen seid. Dann im August 2023 hat man bekannt gegeben, dass die Bahn nicht mehr mit dem Hydraulik-Launch zurückkommen wird, sondern das Ganze durch einen LSM-Antrieb ausgetauscht wird. Und man auch Intamin durch Zamperla austauscht. Und damit sind wir beim Thema des Herstellers dieser Achterbahn. Ursprünglich gebaut von Intamin Amusement Rides aus Liechtenstein und die sind bekannt für große, spannende, spektakuläre, schnelle, hohe Achterbahnen mit revolutionären, einmaligen Lösungen und ja, großen, spektakulären Anlagen. Und jetzt sollte die Firma Zamperla ran. Und Zamperla ist eine Firma aus Italien, die eher bekannt sind für Rundfahrgeschäfte, Karussells und Kinderachterbahnen. Und nicht dafür, dass man jetzt die höchste und schnellste oder die höchste und eine der schnellsten Achterbahnen der Welt nochmal neu auflegt. Dabei gibt es so eine kleine Mischung aus Geschichten aus dem Nähkästchen, die große Gerüchteküche und Legenden, die besagen, dass zum Beispiel es sein könnte, dass Cedar Fair, der Konzern, die Kette, zu der Cedar Point gehört und Intamin überworfen haben und irgendwie ein bisschen in Streit geraten sind, warum auch immer. Und auch, dass ehemalige Intamin-Mitarbeiter vielleicht dann doch mal in die Schublade gegriffen haben, etwas zu viel Zeug daraus genommen haben, das mitgenommen haben und das Unternehmen gewechselt haben und jetzt für Zamperla arbeiten mit irgendwelchen Dingen, die sich Intamin ausgedacht hat, wie zum Beispiel die ganzen Änderungen bei Top Thrill 2 zu Top Thrill Dragster. Hört man aus verschiedenen Ecken, ob und was wieder stimmt, können euch eigentlich nur die Verantwortlichen wirklich ja, seriös sagen. Aber trotzdem mal zur groben Einordnung, wie es denn dazu kommt, dass man von dem Hersteller auf diesen Hersteller wechselt. By the way, nur ein paar Unterlagen mitnehmen scheint offensichtlich nicht zu reichen. Der Zug, den haben wir 2023 auch schon gesehen und hier auf dem Kanal gezeigt und schon drin gesessen. Denn bei der Japan Expo in Orlando hat Zamperla den Zug präsentiert auf dem Stand, auf dem Messestand. Und das ist der LSM Lightning Zug. Der hat ein paar Besonderheiten. Also erstmal gibt es designtechnisch bestimmt hier und da eine Ähnlichkeit zu anderen Dingen, die man da vielleicht hätte erwarten können. Es gibt einen Over-the-Shoulder-Lap-Bar. Der ist meiner Meinung nach für mein Empfinden irgendwie total doof geformt. Ich finde den super unbequem. Bei mir sitzt der total kacke einfach. Dazu gibt es dann Sitzschalen, die viel zu hart sind und sehr unbequem sind. Die haben genug Platz, aber die sind viel zu hart und unbequem. Das ist schon mal nicht so schön. Was aber spannend ist, das Chassis des Zuges ist aus Aluminium gefräst und für die Karosserie hat man Kohlefasern verwendet. Das ist wichtig, weil dadurch der Zug viel leichter wird und durch den leichteren Zug kann man größere Räder drauf packen, die dadurch, weil sie größer sind, schneller abkühlen und das Ganze etwas wartungsfreundlicher wird.
Aber wie gesagt, jetzt nicht der bequemste Zug, obwohl der so ja, groß aussieht und frei aussieht. Aber irgendwie war es das nicht. Und dann gab es Startprobleme. Ende 2023 wurde der Lightning-Zug vorgestellt und Anfang 2024 sollte Top Thrill 2 an den Start gehen. Und Cedar Point hat angefangen mit einem Soft Opening am 25. April und ab dem 4. Mai 2024 war dann Top Thrill 2 offiziell eröffnet. Bis zum 12. Mai 2024, denn dort wurde die Bahn wieder geschlossen. Es ist ein bisschen länger gewesen als beim Ring Racer. Die Geschichte zum Ring Racer verlinke ich euch hier gerne auch nochmal. Da habe ich auch ein Video zu gemacht. Aber das war dann doch eine etwas überraschend kurze Öffnungszeit zu dieser Bahn. Und die Bahn blieb einfach jetzt auf unbestimmte Zeit geschlossen. Das Ding ist, Zamperla hat da richtig Kacke gebaut. Es gab massivste Probleme bei den Zügen und deswegen konnte und durfte die Bahn nicht weiterfahren. Und es ist ein bisschen schwer, jetzt immer so einen sauberen Übergang zu kriegen, aber dann müssen wir auch einmal über die Abfertigung sprechen, weil wir haben jetzt die Züge, die Startschwierigkeiten und bevor die Fahrt richtig losgeht, muss man in die Züge rein. Und die Abfertigung war jetzt nicht so schön. Es ist erstmal nur noch die Hälfte der Züge da. Top Thrill Dragster fuhr mit 6 Zügen. Top Thrill 2 hat 3 Züge. Als wir vor Ort waren, waren 2 Züge auf dem Track. Einer stand auf dem Abstellgleis. Dazu kommt, dass es natürlich jetzt noch einen Switch gibt und ein Pendel Lounge, was natürlich die Strecke etwas länger blockiert. Das kann man trotzdem etwas schneller lösen alles. Aber auch sonst schleichen die Züge rum bzw. stehen rum und es läuft nicht so, wie man es von Cedar Fair Parks gewohnt ist und wie man das bei einer neuen Anlage bei Cedar Point erwarten würde. Und dann ist der eine Zug raus und ja, eiert dann mal langsam zur Startposition und der andere ist noch an der Endladestation und steht da und dann dauert es ewig, bis der vorrückt zur B-Ladestation. Also wenn ich einen getrennten Ein- und Ausstieg habe, spare ich keine Zeit, wenn der Einstiegsbereich gerade keinen Zug hat, aber im Ausstiegsbereich ein leerer Zug steht, wo schon alle Leute die Station verlassen haben. Weiß ich nicht, ob das jetzt Startschwierigkeiten sind, weil die Bahn auch noch nicht einen Monat auf war, jetzt nach dem Reopening, als wir vor Ort waren. Oder woran es auch immer gelegen hat, aber es war jetzt nicht so erquickend. Ich will da auch nicht zu viel drauf rumhacken, aber wir hatten halt auch wirklich eine sehr schlechte Experience. Aber um euch da auch so ein bisschen abzuholen, auf der digitalen Warteanzeige standen 30 Minuten. Auf einem Pappschild, wo eine Uhr gedreht wird, wie lang die Wartezeit ist, stand 1 Stunde. Und wir haben am Ende 2 Stunden und 15 Minuten gewartet. Weiß ich nicht. Macht jetzt nicht viel für die Experience und wir hatten mehr Glück als Verstand, denn 2, 3 Züge nach unserer Fahrt ist die Bahn auch noch down gewesen und es fuhr erstmal gar nichts. Und damit sind wir auch erst einmal bei der nervigsten Ein- und Ausgangssituation bei einer Achterbahn, die ich je erlebt habe. Man geht durch den Eingang rein, der befindet sich quasi in der Nähe des Top Hats. Und jetzt bei dem Ansturm oder was auch immer gibt es erstmal eine Extended Queue, wo man steht und dann haben wir über eine halbe Stunde gewartet, bis man zum Mitarbeiter kommt, der einen dann zu den Schließfächern schickt bzw. durchlässt und man muss ein Schließfach nehmen und alles da reinpacken. Erstmal bezahlt man das Schließfach auch und es muss alles da rein, keine losen Gegenstände, gar nichts darf man mehr dabei haben und es geht auch durch einen sehr sensibel eingestellten Metalldetektor, bevor ihr dann in die restliche Warteschlange könnt. In der Zeit rennen aber alle, die gerade noch hinter euch gewartet haben, an euch vorbei, die jetzt keine Taschen haben oder, was wir auch gesehen haben, einfach ihre ganzen Smartphones oben auf die Locker legen und abgeschlossen draußen mitten im Park. Also wenn ihr ein neues Handy braucht, einfach ein Ticket für Cedar Point kaufen und ihr habt eine freie Auswahl. So, danach steht man dann noch knappe 2 Stunden ohne irgendwas wie Wasser, Essen, Toilette oder von mir aus auch das Handy in dieser Warteschlange, die jetzt nicht unbedingt sehr schön ist und man auch nicht unbedingt viel sieht. Und dann geht man durch die Warteschlange quasi auf die andere Seite, ans andere Ende der Bahn. Dann fährt man die Bahn und da steigt man auch aus. Man steigt am anderen Ende der Bahn aus. Dort befindet sich natürlich der Ausgangsshop mit der Möglichkeit, ein On-Ride-Foto zu kaufen. Das musst du dann aber so machen, dass du dir die Zahl merkst, durch den halben Park läufst, weil die Strecke echt weit ist, an den Locker gehst, dein Zeug rausholst und dann wieder den ganzen Weg zurück gehst durch den halben Park, um dir dann das Foto zu kaufen, weil das räumlich sehr weit getrennt ist. Dass man das vielleicht bei Top Thrill Dragster irgendwie vergeigt hat, geschenkt. Aber dass man das bei diesen großen Umbauarbeiten nicht ändert, kann ich nicht nachvollziehen.
auch die Thematisierung nochmal angesprochen. Top Thrill Dragster haben wir ja gerade schon gehabt. Das Drag Racing Switch to Top Thrill 2, was ja schon mal von der Namensentwicklung ganz cool ist für die Zweitauflage dieser Bahn. Man gucke nur Donner de Sois und Donner de Sois in Parc Asterix in Frankreich. Auch hier vielleicht noch ein Review dazu, wenn ihr Bock habt. Geiler Wechsel, sinnvoller Wechsel von dem Namen. Ja, und das roughe, wilde Dragster-Thema ist einem generischen, softeren Formel-1-Thema gewichen, was etwas cleaner und ja, steriler fast schon ist. Cedar Point Racing Logo dazu noch, ist ganz cool. Ja, Schiene ist jetzt inzwischen weiß gestrichen mit ein paar roten Akzenten zwischendurch und ja, der krasse, gluckernde Startsound ist weg und es ist halt so ein fiepender, weicherer Sound jetzt und man kann die Ärmchen oben lassen. Die Tribüne ist geblieben, das Rennfeeling ist noch da, aber so, es ist alles netter, friedlicher und gediegener und nicht mehr so wild. Und das passt ganz gut auch zur Fahrt. Aber da müssen wir, bevor wir über die Fahrt an sich sprechen, einmal gucken, was hat sich denn geändert. Denn man hat einen großen Umbau vollzogen und die Bahn ist größer, also länger geworden. Von 853 Metern Streckenlänge sind wir jetzt bei 1043 Metern Streckenlänge. Denn an das eine Ende, wo man ja gar nicht quasi lang gefahren ist, weil man ja nur geradeaus gefahren ist, abgeschossen wurde, hat man einen großen Spike gesetzt. Also ein offenes Schienenstück, ein offenes Ende. Und man hat das Antriebssystem gewechselt, was auch doch eine große, massive Änderung ist. Ohne diese wäre es auch ein bisschen schwierig, den Spike zu fahren. Der Hydraulik-Launch, dieser hydraulische Abschuss, ist rausgeflogen und wurde durch einen LSM-Launch ersetzt, einen Linear-Synchronmotor. Und der theoretisch könnte auch so einen krassen Impact haben wie so ein Hydraulik-Launch, aber hat er nicht. Andererseits, da musst du auch wieder so viel Hass da reinbringen, damit der so eine Kraft hat, was jetzt auch nicht unbedingt materialschonend ist. Und der Hydraulik-Launch war alles aber nicht materialschonend. Und so kommen wir dann jetzt auch endlich zur Fahrt und wir steigen ein, nachdem wir ewig gewartet haben. Einteilung funktioniert ganz okay. Beladersituation ist auch super. Aus der Station raus geht's in der S-Kurve zum Startbereich. Dann verfährt die Weiche, damit wir nicht wieder in die Station zurückfahren, denn es gibt jetzt einen Triple Launch, ein Pendel Launch und man fährt nicht beim ersten Abschuss direkt nach oben und durch die ganze Bahn durch, wie es vorher war, mit der Hoffnung, dass es vielleicht mal ein Rollback gibt, sondern man hat jetzt immer einen garantierten Rollback. Der erste Abschuss ist auch vorwärts und der Zug beschleunigt auf 119 km/h, fährt nach oben, schafft es natürlich nicht, fährt rückwärts wieder runter auf den Launch-Track und wird dann auf 163 km/h beschleunigt, rückwärts. Und dann fährt man ziemlich weit rückwärts und fährt rückwärts diesen riesigen Spike hoch. Also wirklich hoch, nach weit oben. Sehr geil, auch mit den Scheinwerfern von unten, die dann den Spike anstrahlen. Und wenn es dann wieder runter geht, wird der Zug beschleunigt auf die finale Geschwindigkeit von 193 km/h, die man braucht, um die knapp 130 Meter nach oben zu fahren, so wie wir es auch vorher kannten, mit den 90 Grad Eindrehen und 270 Grad Spirale nach unten. Und dann endet das Ganze auch schon wieder in der Schlussbremse. Fertig. Mehr passiert erstmal nicht, quasi. Es gibt beim Start keinen Tritt in den Hintern wie vorher. Das ist logisch. Das, vor allem beim Pendeln, das kann es dann halt nicht. Es könnte es, aber das kann es da einfach nicht. Geschenkt. Aber diese unbequemen Züge, die vielleicht auch einfach nur mein persönliches Problem sind. Vielleicht liegt es auch an mir, aber für mich auf jeden Fall sehr unbequeme Züge. Und dann aber, das ist Fakt, diese rumpelige Kackfahrt. Das Ding rumpelt, eiert und poltert über die Schiene. Das ist unfassbar. Es dengelt und bängelt und knackt und knallt und schlägt an allen Ecken und Enden. Das ist wirklich eine unzumutbare Fahrt eigentlich. Und man sieht das auch auf den ganzen On-Ride-Videos, vor allem auch bei den offiziellen Videos von Cedar Point selbst, die auch so Facecam-On-Rides gemacht haben, wo die Leute einfach nur so drin rumgeschakert werden. Der Zug verzeiht gar nichts und fährt, es fährt sich so elendig, das ist echt erschreckend. Und wenn jetzt einer denkt, ey, das geht ja nur geradeaus, das Schlimmste oder das am schwierigsten gut zu bauen bei Achterbahnen sind
wirklich straight gerade Strecken, denn die Rohre werden angeliefert und wenn die nicht straight gerade sind, dann hast du das Problem, denn gerade biegen kann man Rohre nicht. Deswegen ist es besser, wenn du irgendwo Kurven hast. Das kann ein guter Hersteller besser machen, als es so aus dem Stahlwerk kommt. Als kleiner Mini-Exkurs. Ja, aber ey, Top Thrill 2 erschreckend schlecht, wirklich. Und bei den Geschwindigkeiten und allem, was da passiert, den Kräften, ist das halt noch unbequemer, wenn du da so richtig einen mitbekommst. Grundsätzlich, die Idee, das so zu machen, ist richtig gut. Klar, Hydraulik-Launcher, pam, einmal direkt nach oben, ey, unschlagbar spaßig, aber irgendwann ist da die Zeit gekommen, der Lifecycle ist durch und dann ein LSM Panel Launch draus zu machen, ist echt cool. Macht auch Bock, vor allem dann rückwärts mit dem Tempo so weit hoch einen Spike zu fahren und du hast halt dann einfach mal die Zeit, auch diese Höhe wahrzunehmen, wenn du da rückwärts hochgeknallt bist und dann einfach mal so die Erdanziehungskraft denkt, ach ja, da war ja noch was, kommst du mal bitte zurück und dann da hochgeschossen wirst. Das ist geil, das macht Spaß, keine Frage. Aber es könnte so gut sein, weil es war vorher sehr gut und hat super Spaß gemacht. Und ich fand auch Top Thrill Dragster immer wirklich um Welten besser als King Dakar. Und jetzt, also gut ist eigentlich, dass Six Flags Great Adventure gesagt hat, bevor wir Zamperla das Ding verhunzen lassen, sprengen wir die Bahn einfach in die Luft. Und die haben einfach 2024 King Dakar in die Luft gesprengt. Das ist die bessere Entscheidung gewesen, als das daraus zu machen, glaube ich. Aber was man auch sagen muss, ist es schon cool, dass Cedar Point diese Bahn erhält, denn nach 22 Jahren nach der Eröffnung ist Top Thrill 2 heute immer noch in dieser Variante von mir aus jetzt, aber trotzdem diese Anlage an sich, diese Bahn an sich, ist heute immer noch die höchste Achterbahn der Welt und die zweitschnellste Achterbahn der Welt. Und das ist wirklich sehr beeindruckend nach so langer Zeit, dass sie diese ganzen Bahnen überlebt hat. Auch wenn die Rekorde vielleicht dieses Jahr, nächstes Jahr fallen werden. Das ist trotzdem eine unfassbar beeindruckende Bahn. Grundsätzlich auch cool und spaßig, sieht super geil aus, fährt sich aber katastrophal, nachdem Zamperla daran rumgefuscht hat. Da hat Cedar Point sich, glaube ich, selber ein Ei mitgelegt. Oder wie seht ihr das? Eure Meinung zu Top Thrill 2 gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns morgen wieder um 18 Uhr zum neuen Video hier auf dem Ride Review YouTube-Kanal.